Da war sicherlich vieles möglich, aber wir haben allein in den letzten 2 Jahren, die Integration funktioniert nicht, gibt eine Radikalisierung. Die Liste Wagenknecht erlebte heute eine unerwartete Wendung. Oscar Lafontaine, der Ehemann der Parteivorsitzenden Sahra Wagenknecht, brach während einer wichtigen Pressekonferenz zusammen. Seine Tränen kamen überraschend, denn er ist für sein ruhiges Auftreten in politischen Situationen bekannt. Er bestätigte die Gerüchte, die schon seit Wochen im Umlauf waren, und während er sprach, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Sind Sie der Meinung, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein Recht auf Privatsphäre haben, wenn es um sehr persönliche Angelegenheiten geht? Oder sollte die Öffentlichkeit immer Bescheid wissen? Kommentieren Sie 1 für Datenschutz oder 0 für volle Transparenz. Und bleiben Sie dran, denn wir werden Ihnen genau verraten, was er gesagt hat und warum es in aller Munde ist. Eilmeldung: Welche Gerüchte hat Oscar Lafontaine bestätigt? Oscar Lafontaine schockierte deutsche politische Beobachter mit einer emotionalen Pressekonferenz, die weit verbreitete Gerüchte über seinen Gesundheitszustand bestätigte. Der 81-jährige Politiker-Veteran, der für seine scharfe Rhetorik und unerschütterlichen Überzeugungen bekannt ist, zeigte eine seltene Verletzlichkeit, die die Anhänger von Lista Wagenknecht über die Zukunft ihrer Partei nachdenken ließ. Die britische Boulevardzeitung The Sun nannte Lafontaine einst den Napoleon des Saarlandes und den gefährlichsten Mann Europas. Doch der sonst so ruhige Politiker konnte seinen charakteristischen Stoizismus nicht bewahren. Seine Stimme zitterte, als er zu den versammelten Pressevertretern und Parteianhängern sprach. Diese rohe Darstellung von Emotionen erinnerte viele an die Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose 2010, die er in einer schriftlichen Erklärung mitgeteilt hatte. Ich bin ein politischer Mensch, und diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, sagte Lafontaine und wiederholte damit seine Worte aus dem Jahr 2010, als er aufgrund von Prostatakrebs von seiner Führungsrolle zurücktrat. Während der Konferenz nahm er mehrmals seine Brille ab, eine Geste, die Fotografen in früheren emotionalen Momenten seiner politischen Karriere festgehalten hatten. Der Saal verstummte, als die Unterstützer sahen, wie ihr typisch starker Anführer sich so verletzlich zeigte. Lafontaine bestätigte, was viele insgeheim befürchtet hatten, seine gesundheitlichen Probleme waren zurückgekehrt. Bereits 2010, im Alter von 66 Jahren, hatte er seine Prostatakrebsdiagnose als Warnsignal bezeichnet, auf das ich achten muss. Diese jüngste Ankündigung markiert einen weiteren entscheidenden Moment in seiner politischen Karriere. Die Parteimitglieder der Liste Sahra Wagenknecht waren besonders erschrocken darüber, dass Lafontaine offen darüber sprach, wie sich sein Zustand auf die politischen Ambitionen seiner Frau auswirken könnte. Oscars Anwesenheit hat mich ruhiger gemacht. Meine früheren Jahre waren ziemlich turbulent, hatte Wagenknecht kürzlich in einem Interview gesagt und seine stabilisierende Rolle auf ihrem politischen Weg hervorgehoben. Seine Äußerungen zum Programm der Liste Wagenknecht lösten sofort eine Debatte über mögliche Veränderungen in den Kernpositionen der Partei aus. Lafontaine hatte 2022 in seinem Bestseller Ami »Es ist Zeit zu gehen« den amerikanischen Einfluss auf die deutsche Politik kritisiert. Sein Gesundheitszustand wirft die Frage auf, wer sich innerhalb der Liste Bündnis Sahra Wagenknecht für diese Positionen einsetzen wird. Es steht mir nicht zu, ein endgültiges Urteil zu fällen, sagte er kryptisch über seine künftige Rolle und verwendete dabei eine Sprache, die zu seinen jüngsten Interviewäußerungen zur internationalen Politik passt. Diese Enthüllung beeinträchtigt die Wahlchancen der Liste Wagenknecht erheblich. Lafontaine machte diese Ankündigung nur wenige Monate, nachdem seine Frau im Januar 2024 ihr neues politisches Projekt gestartet hatte. Politische Analysten verglichen dies schnell mit dem Januar 2010, als Lafontaines Rücktritt als Parteichef ein Führungsvakuum in der Partei Die Linke verursachte, wie sie es nannten. Der Rücktritt wurde zum Drama für Die Linke, aber zum Segen für die SPD.
Die heutige Nachricht schafft eine ähnliche Unsicherheit über die Führungsstruktur der Liste Sarah Wagenknecht. Lafontaine hatte auf dem Gründungsparteitag am 27. Januar 2024 eine Rede gehalten. Sein reduziertes Engagement könnte die strategische Ausrichtung der Partei erheblich verändern. Diese Ankündigung erfolgt inmitten entscheidender Koalitionsgespräche, bei denen Wagenknechts Partei eine Schlüsselrolle spielen könnte. Lafontaines politische Schachzüge in der Vergangenheit zeugten oft von sorgfältigem Timing, wie sein Ausscheiden aus dem Bundestag, um sich auf das Saarland zu konzentrieren, was von vielen als Versuch, die Tür für neue politische Bündnisse zu öffnen, angesehen wurde. Die deutsche Politik steht vor einer weiteren dramatischen Wende in Lafontaines bemerkenswerter Karriere. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen seine Ankündigung haben wird. Wer ist der Ehemann von Sarah Wagenknecht? Oscar Lafontaine? Hinter der emotionalen Pressekonferenz, die die Liste Wagenknecht erschütterte, steht eine mächtige politische Figur. Oscar Lafontaine, 81 Jahre alt, bringt jahrzehntelange Erfahrung in der deutschen Politik in seine Rolle als Ehemann und Berater von Sarah Wagenknecht ein. Oscar Lafontaine war in den letzten 4 Jahrzehnten eine zentrale Figur der deutschen Linkspolitik. In der Sozialdemokratischen Partei, SPD, stieg er zu einer dominierenden Kraft auf. Die Partei machte ihn zu ihrem Vorsitzenden. Und 1990 kandidierte er als Kanzlerkandidat gegen Helmut Kohl. Seine mutigste politische Entscheidung traf er 1999 nach nur 186 Tagen als Finanzminister in der Regierung Gerhard Schröder gab er sowohl sein Ministeramt als auch den SPD-Vorsitz auf. Er war mit Schröders Plänen zur Reform des deutschen Steuer- und Sozialversicherungssystems nicht einverstanden. Dieser mutige Rückzug zeichnete ihn als jemanden aus, der nicht von seinen Prinzipien abrücken wollte. Die deutsche politische Welt war 2005 fassungslos. Lafontaine verließ die SPD nach fast 40 Jahren. Er half, die Linkspartei zu gründen, indem er unzufriedene SPD-Linke und ehemalige ostdeutsche Kommunisten zusammenbrachte. Viele sahen darin einen Verrat an seiner ehemaligen Partei. Dies führte zu tiefen Spaltungen, die die deutsche Politik bis heute beeinflussen. Der März 2022 brachte eine weitere große Veränderung. Lafontaine trat aus der Linkspartei aus. Er sagte, sie biete keine Alternative zur Politik der sozialen Unsicherheit und Ungleichheit mehr. Damit war der Weg frei für seine Unterstützung von Wagenknechts Liste Sarah Wagenknecht Partei. Lafontaine und Wagenknecht teilen mehr als nur politische Überzeugungen. Im Jahr 2011 stellte Lafontaine Wagenknecht trotz des Altersunterschieds von 26 Jahren als seine Freundin vor. Er überraschte die Parteitagsdelegierten mit einer einfachen Ankündigung. Ich lebe seit einiger Zeit getrennt und bin seit einiger Zeit mit Sarah liiert. Das war's. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Am 22. Dezember 2014 wurde ihre Liebe offiziell. Sie heirateten und stärkten ihre persönlichen und politischen Bindungen. Wagenknecht schreibt Lafontaine zu, dass er Stabilität in ihr Leben gebracht hat. Seit ich mit Oscar zusammen bin ich ruhiger geworden. Früher war ich ziemlich unruhig. Tiefe Achtung und Bewunderung kennzeichnen ihre Beziehung. Wagenknecht erinnert sich an ihr erstes Treffen auf einer Pressekonferenz als Liebe auf den ersten Blick. Kürzlich teilte sie ihr Glück mit: Ich bin glücklich, dass ich eine so harmonische Beziehung mit Oscar Lafontaine habe. Es ist so schön, dass ich keine Angst habe, ihn zu verlieren, weil wir so gut zusammen passen. Das Paar ließ sich in einem saarländischen Dorf nieder. Dieses kleine deutsche Bundesland grenzt an Frankreich, wo Lafontaine 13 Jahre lang als Ministerpräsident tätig war. Die Wahl des Ortes spiegelte zum einen seine regionalen Wurzeln wider und bot zum anderen eine ruhige Alternative zur politischen Betriebsamkeit Berlins. Ihre Geschichte hat auch rührende Momente des Bedauerns. Wagenknecht sagte einmal:
Es ist wirklich schade, dass wir uns so spät kennengelernt haben. Es war zu spät für uns, meine Familie zu gründen. Sie genießt die Zeit mit Lafontaines Enkelkindern, auch wenn diese sie Sarah statt Großmutter nennen. Der Einfluss des Politiker-Veteranen auf Wagenknechts politische Entwicklung ist offensichtlich. In den Medienberichten wird immer wieder deutlich, wie er den politischen Charakter seiner Frau geprägt hat. Seine Führung erwiesete sich als wertvoll für die politische Ausrichtung von Liste Bündnis Sarah Wagenknecht. Die persönliche Geschichte hinter den öffentlichen Tränen. Jahrelang kursierten Gerüchte über den Gesundheitszustand von Oscar Lafontaine in deutschen Politikerkreisen. Seine emotionale Bestätigung heute brachte diese langjährigen Gerüchte auf den Punkt. Die Tränen, die ihm während der Pressekonferenz über das Gesicht kullerten, zeigten mehr als einen persönlichen Moment. Sie enthüllten eine komplexe Vorgeschichte, die die Liste Sarah Wagenknecht-Partei tief berühren wird. Deutsche Medien begannen 2010 über Lafontaines gesundheitliche Probleme zu berichten, nachdem er das politische Establishment mit seinem Rücktritt als Parteivorsitzender der Partei Die Linke schockiert hatte. Er bestätigte seine Prostatakrebsdiagnose, die eine sofortige Behandlung erforderte. Politische Analysten sahen in seinem Rücktritt ein Führungsvakuum in der Partei Die Linke, und viele nannten seinen Rücktritt ein Drama für die Organisation. Im Gegensatz zu seiner heutigen, tränenreichen öffentlichen Bestätigung gab er 2010 seine gesundheitlichen Probleme in einer schriftlichen Erklärung bekannt, anstatt live aufzutreten. Diese veränderte Herangehensweise zeigt, dass er sich heute in einer anderen persönlichen und politischen Situation befindet. Damals nannte er seine Diagnose ein Warnsignal, das ich nicht ignorieren kann, Worte, die an seine emotionalen Aussagen von heute erinnern. Nach seiner Krebsbehandlung wurde in den Medien immer wieder über seinen Gesundheitszustand spekuliert, vor allem wenn seine seltenen öffentlichen Auftritte Anzeichen von Müdigkeit zeigten. Ungeachtet dessen gelang es Lafontaine, seinen Einfluss in der linken deutschen Politik aufrechtzuerhalten, auch wenn er sich aus den vordersten Reihen zurückzog. Weitere Medienspekulationen kamen im März 2022 auf, als er plötzlich die Partei Die Linke verließ. Er begründete seinen Austritt mit ideologischen Differenzen und nicht mit gesundheitlichen Problemen. Die Partei biete keine Alternative zur Politik der sozialen Unsicherheit und Ungleichheit mehr. Dieser Austritt bereitete den Boden für die Unterstützung der von seiner Frau gegründeten Liste Sarah Wagenknecht. Der heutige emotionale Auftritt bestätigt, was viele Beobachter vermutet haben, aber nicht bestätigen konnten. Seine gesundheitlichen Probleme beeinträchtigen weiterhin sein politisches Engagement und die politische Bewegung seiner Frau. Lafontaines tränenreiche Bestätigung hat für das Liste Wagenknecht-Programm aus mehreren wichtigen Gründen eine besondere Bedeutung. Sein Gesundheitszustand wirkt sich unmittelbar auf die strategische Ausrichtung der politischen Bewegung seiner Frau aus. Als Deutschlands erfahrenster linker Stratege prägte Lafontaine die politischen Positionen der Liste Wagenknecht mit. Seine eingeschränkte Rolle würde eine strategische Lücke in dieser entscheidenden Phase hinterlassen. Diese Enthüllung kommt für die Liste Bündnis Sarah Wagenknecht zu einem kritischen Zeitpunkt, da sie ihre Identität in der gespaltenen politischen Landschaft Deutschlands aufbauen muss. Lafontaines Ruf hat die Glaubwürdigkeit der neuen Partei bei traditionellen linken Wählern erhöht, die sonst vielleicht bei den etablierten Parteien bleiben würden. Die emotionale Bestätigung bringt auch persönliche Veränderungen für Wagenknecht mit sich. Sie sagte einmal: Seit ich mit Oscar zusammen bin ich ruhiger geworden. Früher war ich ziemlich unruhig. Der Altersunterschied von 26 Jahren warf immer Fragen über die zukünftige Führung der Partei auf. Und die heutigen Tränen unterstreichen diese Realität. Diese Entwicklungen werden wahrscheinlich zu Verschiebungen in der Liste Wagenknecht-Umfrage führen, wenn die Wähler die Nachrichten verarbeiten. Lafontaines politische Schachzüge haben schon früher große Wählerverschiebungen ausgelöst.
Sein Austritt aus der SPD nach 39 Jahren und die Gründung der Partei Die Linke im Jahr 2005 veränderten die Landkarte der deutschen Politik. Seine entschiedene Haltung zu Themen wie der NATO und dem amerikanischen Einfluss auf die deutsche Politik, einschließlich seines Bestsellers Ami, Es ist Zeit zu gehen, ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Anziehungskraft der Liste Sarah Wagenknecht auf bestimmte Wähler. Ohne seine kraftvolle Fürsprache müsste die Partei ihre Botschaft zu diesen Schlüsselthemen möglicherweise feiner abstimmen. Mit den laufenden Koalitionsverhandlungen in Deutschland gewinnt diese persönliche Entwicklung noch mehr an Bedeutung. Lafontaine hat seine politischen Schachzüge oft strategisch geplant, wie zum Beispiel, als er sein Bundestagsmandat aufgab, um sich auf sein Heimatland Saarland zu konzentrieren, was Beobachter als Versuch, die Tür für mögliche politische Bündnisse zu öffnen sahen. Die Tränen, die heute vergossen wurden, bedeuten mehr als nur eine gesundheitliche Nachricht. Sie markieren einen möglichen bedeutenden Übergang für die Liste Wagenknecht, da sie sowohl die persönlichen als auch die politischen Auswirkungen dieser emotionalen Bestätigung bewältigen muss. Unmittelbare Reaktionen der Partei Liste Sarah Wagenknecht. Die Parteistruktur der Liste Sarah Wagenknecht geriet nach der emotionalen Pressekonferenz Lafontaines sofort ins Wanken. Die Nachricht löste zahlreiche Reaktionen in den eng geführten Reihen der Partei aus. Die Bewegung, die sich weitgehend um Wagenknechts persönliche Anziehungskraft dreht, zwang die Parteiführung zu einem raschen Überdenken ihrer Strategie. Amira Mohammed Ali, Vorsitzende des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht, veröffentlichte innerhalb weniger Stunden die erste offizielle Stellungnahme der Partei. In ihrer Erklärung wog sie persönliche Empathie mit politischer Sachlichkeit ab. Diese private Angelegenheit verdient unseren tiefsten Respekt, erklärte Mohammed Ali. Doch unsere politische Arbeit muss mit der gleichen Entschlossenheit fortgesetzt werden, die Liste Bündnis Sarah Wagenknecht von Anfang an geprägt hat. Der Geschäftsführer der Partei, Lukas Schön, und der Schatzmeister, Ralph Suicat, untermauerten diese Aussage mit weiteren Erklärungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Ablaufs. Ihre Botschaft entsprach dem Gründungsdokument des Vereins, in dem es heißt, dass sich die Konflikte der letzten Jahre auf den politischen Kurs der Linken konzentriert haben. In der Erklärung werden auch die Sorgen um die Finanzen der Partei angesprochen. Sie enthüllte, dass die Vereinigung bis zum 10. Dezember 2023 1,1 Millionen Euro an Spenden erhalten hatte. Die meisten davon Kleinbeträge. Diese Offenheit in Bezug auf die Finanzen sollte die Bedenken der Anhänger hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Partei trotz der Führungswechsel zerstreuen. Christian Lai, stellvertretender Vorsitzender der Liste Wagenknecht und Bundestagsabgeordneter, wurde unmittelbar nach Lafontaines Ankündigung zu einer wichtigen Stimme. In seiner Botschaft betonte er, dass die Bewegung stärker sei als jede einzelne Person. Eine bemerkenswerte Haltung für eine Partei, die nach ihrem Gründer benannt ist. Unsere Bewegung richtet sich an Menschen, die nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen, die aus Wut und Verzweiflung wählen, erklärte Laie und griff damit Wagenknechts frühere Gründe für die Gründung der Partei auf. Ehemalige Mitglieder der Partei Die Linke, die sich Wagenknechts neuem politischen Projekt angeschlossen hatten, zeigten ihre Unterstützung. Ihr Timing erwies sich als entscheidend, da diese Reaktionen nur wenige Monate nach dem offiziellen Start der Liste Sarah Wagenknecht Partei im Januar 2024 erfolgten. Diese Positionen spiegeln Lafontaines Ansichten aus seinem Bestseller Ami, Es ist Zeit zu gehen, aus dem Jahr 2022 wider und zeigen, dass seine Ideen die Partei trotz seiner gesundheitlichen Probleme weiterhin prägen. Auf den digitalen Plattformen herrschte nach Lafontaines emotionalem Auftritt ein gemischtes Meinungsklima über das Liste Wagenknecht-Programm. Unterstützer nutzten Hashtags, um ihre Solidarität mit den beiden Vorsitzenden
zu bekunden. Während Kritiker sich fragten, ob die Partei ohne seine Führung hinter den Kulissen überleben könne. Politikexperten wiesen darauf hin, dass soziale Medien die Gesundheit auf eine Art und Weise beeinflussen können, die den Nutzern vielleicht nicht bewusst ist, einschließlich die Verbreitung bestimmter Ideen, Ressourcen und Inhalte, die der Gesundheit abträglich sein können. Dies führte zu komplexen Diskussionen über Lafontaines Gesundheitszustand. Die jüngsten Umfragen der Liste Wagenknecht-Umfrage waren vielversprechend und zeigten zwischen 13 und 18%, ein beachtliches Ergebnis für eine Partei, die erst vor einigen Monaten gegründet wurde. Die Parteistrategen beobachteten die sozialen Medien genau, um etwaige Veränderungen in der öffentlichen Meinung nach der Ankündigung zu erkennen. In Online-Diskussionen wurde die einzigartige Stellung der Partei in der vielfältigen politischen Landschaft Deutschlands hervorgehoben. Wagenknecht hatte zuvor gesagt, dass vor ihrer Partei unbequeme Menschen, die ihren Protest ausdrücken wollen, keine andere Alternative als die AfD hatten. Jetzt bieten wir ihnen eine respektable Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Die Online-Kommentare von Anhängern zeigten, dass diese Position trotz Lafontaines Situation stark blieb. Die BSW-Anhänger betonten Wagenknechts Versprechen. Ihre Partei werde sich nur an einer Landesregierung beteiligen, die sofortige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fordert und die Stationierung von US-Waffensystemen in Westdeutschland ablehnt. Diese Anti-NATO-Haltung, die stark von Lafontaines Ansichten geprägt ist, löste nach seiner emotionalen Pressekonferenz zahlreiche Online-Diskussionen aus. Was diese Nachricht für das Bündnis Sarah Wagenknecht bedeutet. Die Liste Bündnis Sarah Wagenknecht hat eine einzigartige Struktur, die nach Lafontaines emotionaler Enthüllung vor neuen Herausforderungen steht. Das Organisationsmodell und die Wahlkampfstrategie der BSW müssen grundlegend angepasst werden, um die Dynamik aufrechtzuerhalten, die BSW ohne das volle Engagement ihres wichtigsten Mitbegründers auszeichnet und die sie von den typischen deutschen politischen Parteien unterscheidet. Die BSW arbeitet mit einer sorgfältig begrenzten Mitgliederstruktur, die sie von anderen deutschen politischen Gruppen unterscheidet. Die Partei unterscheidet klar zwischen Vollmitgliedern und eingetragenen Unterstützern. Und die Vollmitgliedschaft war ursprünglich auf 450 Personen begrenzt. Dieses exklusive Modell setzt voraus, dass alle Mitgliedsanträge von bestehenden Mitgliedern persönlich befürwortet und vom Bundesvorstand genehmigt werden. Wagenknecht erklärte dies auf einzigartige Weise. Wir achten nur darauf, dass niemand hereinkommt, der unser Programm nicht teilt oder der destruktiv und chaotisch wirken würde. Die Partei will bis Ende 2024 nicht mehr als 1000 Mitglieder haben und bis zur Bundestagswahl 2025 etwa 2000. Lafontaine reduzierte Rolle hat eine Führungslücke in einer Partei geschaffen, die bereits mit minimalen formalen Strukturen arbeitet. Sein Rückzug aus der aktiven Führung setzt den sorgfältig kontrollierten Prozess der Mitgliederüberprüfung unter Druck, der die Liste Sarah Wagenknecht Partei seit dem ersten Tag geprägt hat. Die BSW-Bundestagsfraktion, die am 2. Februar 2024 offiziell anerkannt wurde, muss sich intern neu aufstellen. Wagenknecht führt als Vorsitzende, Klaus Ernst als stellvertretender Vorsitzender und Jessica Tatti als parlamentarische Geschäftsführerin. Das Führungsteam muss möglicherweise angepasst werden, um den analytischen Sachverstand von Lafontaine zu kompensieren. Das Programm der Liste Wagenknecht stützt sich auf zwei Hauptpfeiler, die Lafontaines Einfluss deutlich machen: wirtschaftliche Gerechtigkeit und Friedenspolitik. Das Wirtschaftsprogramm der Partei fördert die Umverteilung des Reichtums an die deutschen Arbeitnehmer und die Rücknahme der neoliberalen Politik, Positionen, die mit Lafontaines langjährigen wirtschaftlichen Überzeugungen übereinstimmen. In der Liste Wagenknecht-Umfrage liegt die Partei derzeit bei 10% in den bundesweiten Umfragen und schneidet besonders in den ostdeutschen Bundesländern gut ab. Bei den Landtagswahlen in Sachsen
Thüringen und Brandenburg. Im September 2024 erreichte die Partei einen zweistelligen Stimmenanteil und den 3. Platz. Die Partei hat nun erheblichen Einfluss auf die Bildung von Koalitionen. Politikexperten stellen fest, mit 15% der Stimmen in Thüringen und 11% in Sachsen hat sich die BSW zu einem bedeutenden Koalitionspartner gemacht, wenn andere führende Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Wagenknecht betonte jüngst, der BSW ist offen für Koalitionsgespräche, wird sich aber nur beteiligen, wenn ein Koalitionsvertrag außenpolitische Verpflichtungen enthält, an deren Ausgestaltung die Länder nicht beteiligt sind. Diese Haltung, ohne die strategische Führung Lafontaines durchzuhalten, ist eine echte Herausforderung. Die Partei muss nun neue Stimmen finden, die für ihr einzigartiges linkskonservatives Modell eintreten oder ihre Botschaft anpassen, um den schwindenden Einfluss ihres Mitbegründers auszugleichen, dessen politische Erfahrung ihre ursprüngliche Position geprägt hat. Öffentliche Reaktion auf Lafontaines emotionale Bestätigung. Die deutschen Zuschauer sahen mit starken Emotionen, wie Oscar Lafontaine während seiner Pressekonferenz eine unerwartete Verletzlichkeit zeigte. Die Öffentlichkeit reagierte sehr gespalten, was eine tiefe Spaltung über die Zukunft der Liste Wagenknecht ohne seine volle Beteiligung offenbart. Unmittelbar nach der Sendung versammelten sich die Anhänger der Liste Wagenknecht vor der Parteizentrale. Viele hatten bei Lafontaines emotionaler Darstellung Tränen in den Augen. Diese Reaktion erinnerte an frühere Zeiten, als Nachrichten über Lafontaines Gesundheit starke Gefühle auslösten. Ein prominenter Linksparteipolitiker erinnerte sich an den Schock über Lafontaines' erste Krebsdiagnose im Jahre 2010. »Ich bin fast vom Stuhl gefallen«, sagte er, völlig überrascht von der Nachricht. Die treuen Mitglieder der Partei blieben trotz dieser Herausforderung standhaft. Bodo Ramelow, eine Schlüsselfigur, die zuvor volle Sympathie für Lafontaine bei gesundheitlichen Problemen gezeigt hatte, half dabei, die Anhänger zu versammeln. Er betonte, dass die Liste Zahra Wagenknecht stärker sei als jede einzelne Person. Die Mitglieder zeigten die gleiche Geschlossenheit, die sie immer gezeigt hatten, wenn Lafontaine vor persönlichen Herausforderungen stand. Politische Konkurrenten sahen schnell eine Chance, das Liste Wagenknecht-Programm in einem neuen Licht zu sehen. Der frühere CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble hatte einmal gesagt, Lafontaine sei jemand, mit dem man über politische Themen diskutieren könne, im Gegensatz zu anderen, die er weniger substanziell fand. Diese subtilen Komplimente zeigten, dass selbst Signal Lafontaines politische Fähigkeiten respektierten. Die Sozialdemokraten betrachteten dieses Ereignis mit strategischem Weitblick. SPD-Vorstandsmitglied Nils Annen hatte zuvor angedeutet, dass Lafontaines gesundheitsbedingter Rücktritt mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Parteien bieten könnte. Dies deutete darauf hin, dass rivalisierende Fraktionen seinen emotionalen Moment als Möglichkeit sehen könnten, politische Allianzen zu verschieben. Die deutschen Medien spalteten sich in ihrer Berichterstattung entlang der politischen Linie. Die Konservative, Die Welt, schlug einen ähnlichen Ton an wie 2010, als sie den Rücktritt Lafontaines als äußerst schmerzhaft für seine Partei bezeichnete. Sie konzentrierten sich darauf, wie dies die Liste Bündnis Zahra Wagenknecht Organisation erschüttern könnte. Der Spiegel wählte einen persönlicheren Ansatz. Sie verwiesen auf Lafontaines unvergleichliche Fähigkeit zur Selbstüberschätzung, wie sie es einmal genannt hatten. Sie untersuchten, wie sein emotionales Auftreten die öffentliche Meinung über die Chancen von Liste Wagenknecht Umfrage verändern könnte. In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Hashtags, die sowohl Lafontaine als auch Wagenknecht unterstützten, wurden zu landesweiten Top-Trends. Experten stellten fest, dass Online-Plattformen die öffentliche Meinung darüber prägten. Was dies bedeutete, genau wie bei früheren gesundheitspolitischen Ankündigungen. Die Liste Zahra Wagenknecht-Partei muss nun sowohl mit der Sympathie
als auch mit den Zweifeln der Öffentlichkeit umgehen, da die Reaktionen ständig wechseln. Liste Wagenknecht Frage, wie sich Umfragen verschieben. Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein überzeugendes Bild der geografischen Spaltung innerhalb der Liste Wagenknecht, die das Schicksal der Partei im Parlament bestimmen kann. Nach der emotionalen Pressekonferenz, die heute stattfand, begannen die Politikexperten zu untersuchen, wie sich diese neue Entwicklung auf die Entwicklung der Umfragewerte der Partei auswirken würde. Vor den heutigen Ereignissen ergab die von der Liste Bündnis Sarah Wagenknecht durchgeführte Umfrage eine ermutigende, aber uneinheitliche Unterstützung in allen Gebieten. Besonders stark war die Partei in Ostdeutschland, wo sie zwischen 13% und 16% der Stimmen erhielt. Bei den Europawahlen im vergangenen Jahr konnte die BSW in Deutschland 6,2% der Stimmen auf sich vereinen, was ihren Vorsprung im Osten deutlich macht. In der Anhängerschaft der Partei zeigte sich ein deutliches Ost-West-Gefälle. Obwohl sich die westdeutschen Gebiete als schwierig erwiesen, erzielten die östlichen Bundesländer zweistellige Umfragewerte. Die wichtige 5%-Hürde wurde von den BSW-Daten nie auch nur annähernd erreicht. Lediglich im Saarland und in Bremen konnte die Partei diese Hürde in den westlichen Gebieten durchbrechen. Eine kurze Umfrage, die kurz nach der Gründung der Partei durchgeführt wurde, ergab, dass 14% der Wähler die Liste Sarah Wagenknecht Partei befürworten könnten. Damit lag sie auf nationaler Ebene auf Platz 4, gleich hinter CDU, CSU, AfD und SPD. Es ist gut möglich, dass die heutige emotionale Bestätigung einen raschen Stimmungsumschwung bei den Wählern auslösen wird. Vor der Ankündigung hatte die Liste Wagenknecht in Thüringen bereits einen Anteil zwischen 14 und 18% erreicht. Die BSW konnte die für den Einzug in den Bundestag entscheidende 5%-Hürde nur knapp verfehlen. Nach den letzten Umfragen hat die Partei 4.981% der Zweitstimmen erhalten. Je nachdem, wie die heutige emotionale Entwicklung verläuft, kann sich dieses gefährliche Szenario entweder noch verschärfen oder Sympathiestimmen erhalten. In naher Zukunft wird die Liste Sarah Wagenknecht erhebliche Wahlhürden überwinden müssen. Alle diese Parteien, mit Ausnahme einer einzigen, erhalten keinen Proporz, da sie die nationale Hürde von 5% nicht erreichen. Jeder Bruchteil eines Prozentpunktes ist in dieser Zeit von großer Bedeutung. Trotz der durch die Umfragen ausgelösten Befürchtungen blieb Wagenknecht selbstbewusst. Sie wies darauf hin, dass es sich um eine junge Partei handele, die noch im Begriff sei, ihre Stammwählerschaft aufzubauen. Viele Menschen wissen noch nicht, wen sie wählen wollen, so ihre Aussage. Wir stehen erst am Anfang dieses Wahlkampfes. Diese Wahldynamik wird durch die politische Stabilität des Landes zusätzlich erschwert. Die BSW braucht genügend Unterstützung, um die Bildung einer Koalition zu erschweren, wenn es diese nicht gibt. Wie geht es weiter mit der Familie Wagenknecht-Lafontaine? Die politische Zusammenarbeit zwischen Wagenknecht und Lafayette befindet sich in einer entscheidenden Übergangsphase, die durch die heutige emotionale Entdeckung gekennzeichnet ist. Ihre zukünftigen Monate auf der Liste Wagenknecht werden von persönlichen, gesundheitlichen Sorgen und strategischen politischen Überlegungen bestimmt, während sie die Partei in ein bisher unerforschtes Gebiet führen. Während Bündnis Sarah Wagenknecht ihre Position in der deutschen Politik weiter ausbaut, haben einige wichtige Ereignisse inzwischen Vorrang vor dem Kalender. Der Fokus der Partei liegt vor allem auf den 3 Landtagswahlen, die im Herbst 2024 in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen stattfinden werden. Bei diesen Wahlen, die ohne Lafontaines physische Präsenz stattfinden, wird sich der Erfolg der Parteibotschaften zeigen. Wagenknechts primäres Ziel ist nach wie vor die Bundestagswahl im September 2025. Viele Menschen wünschen sich vorgezogene Neuwahlen, sagte sie kürzlich, und sie würde sich freuen, wenn die bestehende Regierungskoalition zu einem frühen Zeitpunkt
fallen würde. Diese Strategie erweckt den Eindruck, dass die Liste Sahra-Wagenknecht-Partei das Wachstum ihrer Organisationsstruktur beschleunigt. Es ist zu erwarten, dass Lafontaine weniger in der Öffentlichkeit auftreten wird, aber es ist möglich, dass er an einigen Veranstaltungen im Saarland teilnimmt, wo seine Verbindungen zur örtlichen Gemeinschaft immer noch stark sind. Es ist nur natürlich, dass sich seine Position bei BSW-Veranstaltungen von der eines politischen Architekten zu der eines unterstützenden Ehepartners wandeln wird. Ähnlich wie bei seiner Krebsdiagnose im Jahr 2010 hat Lafontaine derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In dieser wichtigen Wachstumsphase muss Wagenknecht ein Gleichgewicht zwischen ihrer Verantwortung als Pflegeperson und ihrer Führungsrolle in der Partei finden. Es wird erwartet, dass die Daten aus der Liste Wagenknecht-Umfrage ihre strategischen Entscheidungen erheblich beeinflussen werden. Mit dem Erwerb von rund 2 Millionen Euro, einschließlich Barmitteln aus Quellen außerhalb der Europäischen Union, hat die Partei ihre Wahlkampfkapazitäten in Vorbereitung auf die Wahlen 2018 erhöht. Der BSW plant weiterhin sorgfältig den Anstieg seiner Mitgliederzahlen. Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres 2024 nicht mehr als 1000 Mitglieder zu haben. Bis zur Bundestagswahl 2025 sollen es etwa 2000 sein. Diese maßvolle Expansion steht im Einklang mit Wagenknechts unerschütterlichem Engagement, dafür zu sorgen, dass niemand hereinkommt, der unser Programm nicht teilt. Die Liste Wagenknecht muss sich unbedingt mit dem Potenzial für Koalitionen befassen, insbesondere in den östlichen Staaten, wo sie das Potenzial haben, zu entscheidenden Machtvermittlern zu werden. Die Bedingungen, die Wagenknecht für die Beteiligung der Regierung aufgestellt hat, sind recht klar und verlangen Zusagen zur Aufnahme von Friedensverhandlungen mit Russland. Lafontaine Bestätigung einer Entscheidung, die für die Liste Wagenknecht einen Wendepunkt darstellte, wurde von der Person mit Tränen aufgenommen. Die jüngste politische Bewegung in Deutschland befindet sich in einem Wandel, der sowohl die persönliche als auch die politische Dynamik der Bewegung betrifft. In der gesamten Region, insbesondere in den östlichen Bundesländern, gibt es eine große Unterstützung für den BSW. Nach dem Verlust von Lafontaines strategischer Führung steht die Partei nun vor den schwierigsten Problemen, die sie je hatte. Da es nur 500 Vollmitglieder gibt, ist die Mitgliederstruktur des BSW weiterhin selektiv. Die Partei muss sich anpassen und gleichzeitig die Kontrolle über das sorgfältige Auswahlverfahren behalten, das sie eingeführt hat. Trotz der Tatsache, dass die Führung der Partei wechselt, dreht sich der grundlegende Charakter der Partei weiterhin um Fragen der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und der Friedensverhandlungen. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass die BSW kurz davor steht, die für den Einzug in den Bundestag erforderliche Hürde von 5% zu überschreiten. Zurzeit konzentriert die Partei ihre Bemühungen auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo ein Stimmenanteil von 10% oder mehr den BSW zu einem unverzichtbaren Koalitionspartner machen könnte. Für den Erfolg der Liste Wagenknecht ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Unternehmen seinen Schwung beibehält, ohne seine Überzeugungen aufzugeben. In ihrem Bemühen um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Protest und Sachlichkeit ist die Bewegung erfolgreich. Die schwierigste Bewährungsprobe kommt nun auf Wagenknecht zu, die die Führung der Partei mit ihrer persönlichen Verantwortung in Einklang bringen muss. Es ist durchaus möglich, dass diese Veränderungen, die die deutsche Politik bis zur Bundestagswahl 2025 und darüber hinaus beeinflussen werden. Was würden Sie sich von der Öffentlichkeit wünschen, wenn Sie in deren Lage wären? Schweigen, Unterstützung oder Antworten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn Sie diese Geschichte berührt hat, geben Sie dem Video bitte ein Like, abonnieren Sie es und klingeln Sie bei künftigen Updates, die mit Einfühlungsvermögen und Wahrhaftigkeit vermittelt werden.